Also für mich war es ein großes Erlebnis, weil ich sagte einem ihrer Kollegen schon, ich habe ganz viele Moscheen besucht, aber immer nur besucht. Dann wurde uns alles erklärt, wo was ist und so weiter, aber noch nie so einen ganzen Gottesdienst miterlebt. Also die Idee finde ich sehr gut, vor allem da können auch mal die ersten Kontaktängste rausgenommen werden. Wenn die Leute verstehen, dass zum Beispiel wir als Moslems genauso normal unser Gebet verrichten, wie auch, ich sag mal, die Christen. Wenn die das mal selber erleben, ist das ganz anders, wie wenn die das nur von der Presse mitbekommen oder halt entsprechend. Also befremdlich finde ich es jetzt nicht. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl, auch hier mit dem Teppich drauf zu sitzen. Es ist eigentlich eine schöne Atmosphäre, finde ich. Das Schöne daran war, dass es nicht fremd war für mich, dass ich so etwas fast 1 zu 1,5 auch ins Evangelium übertragen kann. Ich habe mich beeindruckt, dass wir endlich mal zusammenkommen. 2 Religionen, das finde ich schon mal gut. Denn dadurch werden auch Vorurteile abgebaut, weil viele Leute haben Vorurteile gegenüber Muslimen. Aber das ist durch die Medien, finde ich, so viel aufgeputscht. Sind die Gruppen ineinander gegangen. Und man hat automatisch so miteinander gesprochen und auch so dieses Interesse gehabt. Und das fand ich sehr schön. Das Rituelle, also dass alles einen bestimmten Ablauf hatte. Übernehmen vielleicht eine Sache, ich bin nach wie vor immer bei den Muslimen sehr beeindruckt, dass die Ramadan halten. Wir sind jetzt in der Fastenzeit, wir Christen, und bemühen uns, neue Formen dafür zu geben, aber bei uns ist das ja alles sehr, sehr abgesunken. Das beeindruckt mich sehr. So dass man die Texte irgendwie, die man in seiner Religion hat, dass man miteinander singt. Also das finde ich eine sehr schöne verbindende Sache, die sie im Christentum haben. Auf jeden Fall. Ich finde es ganz wichtig, dass die Leute sich gegenseitig kennenlernen, dass man gegenseitig Wissen aufbaut und damit auch natürlich Ängste, Vorurteile auf beiden Seiten. Ich denke, es ist nicht nur so auf der Seite der Christen, dass es dann heißt, ja, ich habe Angst vor dem Islam, Angst vor Muslimen, sondern auch auf der anderen Seite ist es so. Und man muss diese Ängste abbauen für ein friedliches Zusammenleben. Natürlich. Wir haben uns auch jetzt gerade eben die E-Mails und so ausgetauscht, damit das halt auch später mal passiert. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es nur jedem empfehlen, einmal diese Erfahrung zu machen, dass wenn man in einem Ort lebt, dass man auf jeden Fall einmal die Kirche oder halt die Moschee, die ja in seiner direkten Nachbarschaft ist, einmal besucht zu haben, um einfach die Leute, seine eigene Nachbarschaft auch zu kennen. Also ich finde, das ist schon sehr wichtig, dass man auch das Miteinander pflegt, indem man auch weiß, wovon man dann auch redet. Ne, dass man dann zusammen dahin geht und sich austauscht. Ich finde, das ist schon sehr wichtig, wenn man ein Miteinander haben möchte.